Hallo liebe Freunde zu einem neuen Video. Wir machen heute Pasta mit cremiger Tahini-Sauce oder sagt man da Tahin-Sauce? Ihr wisst schon, was ich meine, Sesammus. Das machen wir heute und ich liebe ja Pasta. Deshalb habe ich mich gefreut, als ich im E-Book A Grain, A Green and a Bean 2, das klingt fast wie ein Rap-Lied. A Grain, A Green and a Bean 2. Jedenfalls habe ich mich gefreut, als ich da ein Rezept gefunden habe für eine Pasta mit einer cremigen Tahin-Sauce und habe mir gedacht, das muss ich probieren. Lasst uns starten. Ich mache das Rezept heute zum ersten Mal, ihr seid also bei der Premiere dabei und ich hoffe es gelingt mir und ich hoffe es schmeckt mir auch, weil das ist ja auch, könnte ja sein, dass es mir nicht schmeckt. Erster Schritt beim Pasta kochen ist es Pasta zu kochen, also die Vollkornpasta. Die soll gekocht werden in Salzwasser, das bringt ihr zu kochen und dann gebt ihr 200 bis 250 Gramm von dieser Pasta hinzu. Wie bei jedem Rezept muss man ein paar Sachen zuerst klein schneiden, in unserem Fall eine Zwiebel, eine kleine Fenchelknolle, ich hoffe das ist gemeint mit einer kleinen Knolle und einen halben Brokkolikopf. Oh, ich sollte lernen, die Zwiebel am Ende zu schneiden. Oh. Jetzt kommt die Fenchelknolle dran. Da steht, man soll es in Streifen schneiden. So? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich bin ja eigentlich kein Fan von Fenchel. Also bin ich recht gespannt, wie sich das in einer Pasta macht. Also mit einer Pasta habe ich sie noch nie gegessen. Jetzt habe ich schon fast keinen Platz mehr. Jetzt die Brokkoli-Röschen grob zerkleinern, da brauche ich nicht mehr viel tun. Wenn ich ehrlich bin, bin ich auch kein Fan von Brokkoli. Ich bin vom Essen her wirklich nicht der typische Veganer. Aber mir ist aufgefallen, wenn die Röschen ganz klein geschnitten sind, dann sind sie ganz okay eigentlich. Freunde der Rohkost würden das jetzt so essen. So, jetzt müssen wir noch 5 getrocknete Tomaten klein schneiden. Da habe ich zwar jetzt fast keinen Platz mehr, aber geht schon alles irgendwie. Fertig. Jetzt müssen wir alles schön anbraten. Zuerst die Zwiebeln in Rapsöl glasig anbraten. Wenn diese schön glasig sind, geben wir die Fenchelwürfel dazu, die Brokkoliröschen und abgetropfte Kidneybohnen. Aber ihr seht es selbst, diese Pfanne ist ein bisschen zu klein. Nehmt also einen Wok, sofern ihr einen habt. Ich habe keinen, aber ihr könnt ja zum Beispiel einen Spendenaufruf starten. Spendet einen Wok für Franz. Und das lassen wir alles bei mittlerer Temperatur 5 bis 10 Minuten dünsten. Und während alles so schön vor sich hin dünstet, machen wir uns an die Soße. Dazu brauchen wir einen Mixer und ein paar Zutaten. Hier habe ich übrigens das Rezept ausgedruckt, das werde ich mir jetzt da hinlegen. 1 Esslöffel Agavendicksaft, 2 Esslöffel Sesammus, also Tahin. Ich liebe ja Nussmusen und ich liebe auch Sesammusen. Ich liebe das Fette in diesem Essen. 2 Teelöffel Currypulver, kommt mir jetzt ein bisschen viel vor, ich mache sie nicht ganz gehäuft. 1, 2. Und ein halber Teelöffel Kurkuma, der kommt jetzt auch noch rein. Kurkuma ist sehr gesund, krebshemmend und hat eine wunderbare, schöne Farbe. Eine kleine Chilischote, die tue ich nicht rein, weil vielleicht isst ja unser Sohn mit. 2 Esslöffel Sojasauce. Ich liebe Sojasauce. Und ein bisschen Wasser. Und das alles vermixen wir jetzt auf höchster Stufe. Fertig. Jetzt gebt ihr die getrockneten Tomaten, die ihr vorher klein geschnitten habt, mit der Soße zum Gemüse, vermengt alles und wenn die Pasta dann fertig ist, sollte ja eigentlich schon längst fertig sein, dann vermengt ihr alles miteinander und dann sind wir fertig. Jetzt auf Teller anrichten und mit Koriander garnieren. So sieht das fertig aus. Ziemlich schön, wenn ihr mich fragt, eben ziemlich gelb. Kostprobe? Ja, lecker. Ich will noch ein bisschen Salz dazugeben. Im ganzen Rezept war bis auf die Sojasauce kein Salz dabei. Das würde ich jetzt hier noch ein bisschen dazugeben. Ansonsten schmeckt nicht schlecht. Auf keinen Fall dürft ihr auf jeden Fall den Koriander vergessen, der passt wunderbar dazu. Es schmeckt überhaupt sehr interessant, man merkt ordentlich, dass Curry drin ist, Kurkuma und überhaupt. Ich meine, ich esse da gerade Fenchel, Kidneybohnen, Zwiebeln und Brokkoli und das schmeckt mir. Die Nährwerte, die sind der Hammer, aber das könnt ihr euch ja denken, ziemlich viele Proteine, ziemlich viel Gemüse drinnen, ziemlich toll. Das Rezept, das gibt es wie immer in der Infobox und auch den Link zum E-Book, wo ich es raus habe. Ich bin normalerweise gar kein Fan von E-Books, aber dieses hier, das ist richtig toll. Also jedem Rezept gibt es ein Bild, nämlich wirklich wunderschöne Bilder und es gibt eine Philosophie hinter allen Rezepten. Finde ich sehr toll, schaut das euch an und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt brav. Tschüss!